Guten Tag, liebe Sammlerinnen und Sammler. Herzlich willkommen wieder zu einem Auktionsvideo des Auktionshauses Felsmann in Düsseldorf. Mein Name ist Necip Tokolo, ich bin der Direktor des Hauses und weitestgehend auch für Übersee, Philatelie und Postgeschichte zuständig. Nun, es entwickelt sich die Übersee- und Asien-Sektion bei Felsmann zunehmend sehr positiv. Wir haben ja unseren zweiten China-Spezialkatalog auf den Weg gebracht und dieser wird jetzt mitversendet mit unseren Hauptauktionskatalogen. Und auch für den Herbst haben sich bereits Levante und China zwei Spezialkataloge angekündigt. Also es ist dieses beliebte Segment bei Felsmann sehr im Aufwind. Und wir denken, dass wir dieses Jahr noch einige großartige Auktionen haben werden. Nun, in unserem Hauptkatalog zu unserer Jubiläumsauktion, es ist ja die 175. Auktion bei Felsmann, haben wir auch einen schönen Überseeteil bei Sammlungen und da möchte ich Ihnen einige empfehlen. Wir haben Teil 4 der Sammlungsauflösung Imponderabilia und dort ist eine hübsche Sammlung Bahamas, das Los 8015. Und das Los 8014 Australien möchte ich Ihnen ebenfalls sehr empfehlen. Bitte nehmen Sie sich Zeit zum Besichtigen. Es sind die guten frühen Ausgaben dabei: New South Wales, Queensland, Victoria. Das sieht alles sehr, sehr gepflegt aus und es dürfte nicht bei dem Ausruf von 3500 bleiben. Die Känguru-Ausgaben mit vielen Pfundwerten, einige Speziemen, ein wirklich sehr, sehr schönes Objekt. Dann blättern wir mal ein bisschen weiter. Es gibt hier auch noch andere gute britische Kolonialausgaben, Fidschi-Inseln, Leeward-Inseln und ganz besonders schön ist Papua-Neuguinea, das Los 8023. Dort sind, wie Sie wissen, besonders die Aufdruckausgaben auf den Känguru-Marken von Australien von Bedeutung, Northwest Pacific Islands. Diese Marken sind nach wie vor weltweit sehr begehrt und erzielen auch als Einzellose sehr gute Ergebnisse. Werfen Sie da einen Blick rein. Dann kommen wir zu Nachlässen und Sammlungsaufgaben. Wie immer ist dieser Bereich in der Samstagsauktion bei Felsmann sehr umkämpft und wir denken, da sollte vor Ort 1-2 Tage schon besichtigt werden, damit Sie auch die Chance haben, etwas zu bekommen. Einiges ist auch im Internet abgebildet, werfen Sie einen Blick rein. Wir sind auch immer noch intensiv am Fotografieren, also bis zum Tag vor der Auktion werden noch Sammlungen und Fotos aufgeladen ins Internet. Dort können Sie allerhand Interessantes sehen. Eines meiner Lieblingslose in dieser Auktion hat nichts mit Philatelie zu tun. Es ist das Los 8214, Kinoplakate, Filmfotos, Pressefotos. Das ist ein ganz tolles Lot. Da sind viele Plakate, Kinoplakate aus meiner Kindheit dabei und da sind wirklich für jeden Filmfan sehr interessante, schöne Erinnerungen zu bekommen. Es sind 1000 Kinoplakate in etwa für 1000 Euro Ausruf. Auch für den, der das auflöst und bei eBay wiederverkauft, ein Schnäppchen, wenn es bei dem Preis bleibt. Also schauen Sie da mal rein. Dann blättere ich weiter über die Ansichtskarten. Wie immer bei Felsmann ein sehr begehrtes Segment mit einigen ganz tollen Objekten. Ich sehe hier Los 8274 mit ganz tollen alten Ansichtskartenalben, die auch optisch sehr schön aufgemacht sind. Viele Lithokarten, Grußauskarten, insgesamt sehr ansprechend. Auch Übersee und Kolonien ist ein bisschen vertreten. Jugendstil und auch Postkarten von Filmschauspielern. Das Los 8304. Schauen Sie da mal rein, das sieht sehr interessant aus. Im Teil Alle Welt sind auch einige
sehr schöne Objekte wie das Los 8318, Fritzsche und Ziesche, klassische Goldschnittalben im Jugendstil-Design, teilweise ganz ordentlich gefüllt, 1000 Euro Ausruf. Dabei dürfte es auch nicht bleiben. Diese Alben erfreuen sich ja zunehmend großer Beliebtheit. Dann ein kleines Lot, Los 8346, China mit einer Geschäfts- und Familienkorrespondenz, mit einigen schönen Einschreiben, Dschunkenbriefe, Mischfrankaturen. Bestimmt ein Los für den Spezialisten. Wir kommen zur Übersee und hier empfehle ich das Los 8368. Da haben wir in unserem Katalog eine ganze Seite mit 9 Blatt abgebildet. Und hier sieht man auf den ersten Blick schon einen ganz hübschen China-Teil ab den großen Drachen. Danach einige Kappdreiecke. Kanada mit großen und kleinen Queen Heads. Später Chile, Jamaika und sehr gut besetzt Neuseeland, Queensland und Tasmanien. Und Tasmanien, die Chellenhead, das sind ja wirklich wunderschöne Briefmarken. Hier hat man schon eine ganz ordentliche Besetzung auf einer Seite. Dann kommen die italienischen Kolonien, Los 8377. Und da sieht man schon beim ersten Blick in den Katalog ganz gute Estero-Aufdruckausgaben. Dann Ithaka, Aufdrucke ebenfalls ganz hübsch, auch einiges geprüft. Und viele 5-Lire-Werte. Nach Sassone 48.000 Katalog für nur 3.000 Ausruf. Auch ein Schnäppchen. Weiter wieder gutes Australien unter Los 8390. Auch hier sehe ich ganz hübsch South Australia, New South Wales, Queensland, Van Diemen's Land. Ganz hübsche Klassikmarken in durchweg guter Erhaltung. Meist ist ja New South Wales ziemlich schwierig in der Erhaltung. Hier sieht die Sammlung sehr hübsch aus. 1000 Euro Ausruf. Ein kleines Los Ceylon für nur 500, auch Chellenhead, Los 8422. Diese Marken sind auch schwierig zu bekommen in Qualität. Schauen Sie da mal rein. Und dann kommen wir schon zu China. In unserem China-Spezialkatalog sehen Sie ja eine ganze Reihe von außergewöhnlich schönen Stücken und Raritäten, aber auch im Sammlungsteil hat sich einiges gefunden. Unter anderem das Los 8432 mit Schauspielerblock, Päonienblock, Tischtennisblock, die großen Pandas, ungezähnt, Randstücke. Also das ist ein ganz tolles Los. Bei den 3000 Ausruf kann es nicht bleiben. Schauen Sie rein und kalkulieren Sie bitte genau. Auch die weiteren China-Sammlungen, dieses Mal haben wir da allerhand mit interessanten Randzudrucken. Das Los 8442 mit sehr schönen Frankaturen, Volksrepublik, Kulturrevolution, Mao, ganz seltene Frankaturen auf Flugpostbriefen nach Deutschland. Auch da bitte genau reinschauen. Dann kommt eine schöne Sammlung, französische Gebiete in der Antarktis, das Los 8463, 1000 Euro Ausruf, postfrische Sammlung mit über 10.000 Euro Katalogwert, wirklich viele gesuchte Motivmarken, Pinguine, Weltraum, ein sehr schönes Los. Das Los 8492, Libyen, ein nicht alltägliches Los, kaum einmal angeboten, 1000 Euro Ausruf, mit guten frühen Aufdruckausgaben auf Cyrenaica. Auch das Los sollten Sie auf Ihrer Besichtigungsliste haben, wenn Sie sich für Übersee interessieren. Eines der schönsten Lose in diesem Überseesegment ist das Los 8513. Wir haben das auch beworben.
Es ist Südafrika, Kap der Guten Hoffnung mit Viererblöcken, Streifen der Kap-Dreiecke, dabei auch beide Woodblock-Ausgaben, sehr viele Atteste. Wir haben es detailliert beschrieben. Schauen Sie bitte mal in den Katalog. Im Internet sehen Sie auch die Fotos. 4.000 € Ausruf. Ein ganz außergewöhnliches, feines, kleines Objekt, was nur alle paar Jahre überhaupt mal angeboten wird. Und wunderschön, das muss ich dazu sagen. Also die Kap-Dreiecke gehören auch zu meinen Lieblingsmarken. Ja, wir kommen ans Ende mit einer schönen USA-Sammlung, 8.527. Viel Ungebrauchtes in der Klassik, 3.000 € Ausruf. Und auf den ersten Blick kann ich schon sagen, hier ist richtig viel Potenzial enthalten. Da empfehle ich auch eine eingehende Kalkulierung. Einige Marken auch sehr schön zentriert. Wie Sie wissen, sind ja diese Marken seit einigen Jahren sehr gesucht. Ja, und damit sind wir schon am Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige wertvolle Tipps geben. Ich möchte mich nochmals bei allen bedanken, die bei uns am Stand waren auf der Weltausstellung in Lugano. Wir hatten einen sehr erfolgreichen Messeauftritt. Es war eine großartige Ausstellung mit hervorragenden Exponaten. Und wir waren sehr glücklich, viele Sammler endlich mal persönlich begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und wir würden uns sehr freuen, Sie zu unserer Jubiläumsauktion Ende Juni hier in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.